Guten Tag und herzlich willkommen aus Koh Phangan, Thailand. Wir sind gerade auf dem Bottle Beach Viewpoint, 200 bis 300 Meter über dem Meeresspiegel. Spektakuläre Aussicht. Gerade sehr windig. Da hinten, das ist der Bottle Beach. Und hier sind wir auf einem ganz großen Felsen. Man muss ein Stück wandern und dann hier drauf klettern. Ja. Und das ist die Aussicht, die man sich gönnen kann, wenn man es hochgeschafft hat. Ja, dann wollen wir wieder runter. Das ist der Felsen. Nicht ganz ungefährlich, eigentlich sehr gefährlich. Man muss im Gleichgewicht bleiben, nicht runterschauen, weil schöne tropische Landschaft hier. Also für Ungeübte ist das hier nichts, für Unsportliche auch nichts. Also muss hier schon verdammt aufpassen. Also ihr seht, es ist alles voll mit Felsen. Jetzt müssen wir durch den Wald oder Dschungel. Und ab in den Dschungel. Wir müssen jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten wandern durch den Dschungel hier, teilweise riskant. Hier und da sind ein paar Seile. Ich war schon mal hier, habe auch eine längere Zeit hier verbracht und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, von Neu-Delhi nach Bangkok und dann von Bangkok hier hinzukommen. Hatte Bock drauf, hab's gemacht und jetzt bin ich hier. Ja. Ungefähr 10.000 bis 15.000 Einwohner hat die Insel. Wir haben jetzt Ende August und das ist hier noch Nebensaison, ja, Low Season. Das heißt, das Wetter ist nicht so konstant wie im Sommer, wo es immer heiß ist und warm. Man hat jetzt schon einige Regentage. Deswegen nennt man das hier Low Season. Touristen sind weniger. Das ist für mich perfekt. Wie ihr seht, gefährlich. Wenn man hier ausrutscht, ist man da unten. Ja. Hier ein paar Seile. Koh Phangan liegt unweit von Koh Samui und liegt auch unweit von Koh Tao. Koh Phangan liegt sozusagen in der Mitte zwischen diesen beiden Inseln und ist die zweitgrößte Insel von den dreien. Die Insel zieht vornehmlich Touristen an wegen der bekannten Full Moon Party oder allgemein wegen ihrem Partyangebot. Sehr viele Deutsche hier, sehr viele Russen, sehr viele Israelis. Und die findet man überall. An jeder Ecke, wie Sand am Meer. Wir machen eine Pause
Hallo. 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 Leute, also zu diesem Aussichtspunkt kommen immer wieder Leute, sogar Italiener. Der meinte, warum wartest du nicht auf mich? Ja, dieser Aussichtspunkt zieht natürlich viele Touristen an. Ist auch der beste Aussichtspunkt hier auf der Insel. Man sollte sich das auf jeden Fall anschauen, wenn man hier ist. Ist aber halt nichts für schwache Nerven, wie ihr gesehen habt. Also wenn man da ein bisschen Höhenangst hat oder man ist sich nicht sicher, das Gleichgewicht da halten zu können, dann würde ich eher davon abraten, sich dahin zu begeben. Hallo. Also ich kenne mich hier mit diesem Wanderweg oder mit dieser Wanderroute bestens aus. Bin unzählige Male hier gewesen. Ja, wir sind gerade auch angekommen hier am Rollerparkplatz. Dieser Aussichtspunkt liegt im Nordosten der Insel. Das hatte ich vergessen noch zu sagen. Ja, Kopangan ist für mich eine sehr schöne Insel, weil man kommt von A nach B in maximal 20, höchstens 30 Minuten, je nachdem wo man hin will, aber man braucht nicht viel mehr als 20 bis 30 Minuten und man ist überall. So, dann erstmal eine Tankfüllung hier, full, yes. So, 180 Baht, das sind ungefähr 4,50 Euro. Aber ich habe ein Problem, es sieht gerade ein schlechtes Wetter auf. Also das sieht sehr, sehr schlecht aus, sehr düster. Und ich wollte auch in die Richtung fahren, nach Koman. Ich bin jetzt zu Hause. Der Alex ist am Start. Was geht, Alex? Alles gut? Alles gut? Der Arme, ja. Das ist ein ganz lieber, der Alex hier. Ne? Ne? Ey, pass auf mit diesen Hörnern hier. Ne? Ja. Oh. Boah, seine Zunge ist so rau. Warum das denn? Die ist so rau, die hat mich gekratzt, ey. Es regnet schon. Ja, müssen wir verschieben hier. Müssen wir verschieben, das Ganze. Wir sehen uns gleich, Alex. Ja, nach einem kleinen Regenschauer sind wir zurück. Und zwar sind wir hier am Mehat Beach. Dieser Strandabschnitt liegt im Nordwesten der Insel. Das Besondere an diesem Strand ist diese Insel da hinten. Das ist die Komar-Insel und die ist mit Kopangan durch eine Sandbank verbunden, da hinten. Bei Ebbe kann man da zu Fuß rüberlaufen. Bei Flut muss man da durchs Wasser. Ja, also der Strand sieht ganz schön leer aus, weil wie gesagt, es ist Nebensaison. Bei Flut liegt eigentlich diese Sandbank komplett unter Wasser, ne? Und jetzt alles furztrocken. Ja, und da wären wir schon eigentlich. Das ist die kleine Insel Komar. Wie gesagt, verbunden mit der Kopangan-Insel nur durch diese Sandbank. Ja, also ganz schön dreckig hier, muss man echt sagen. Müll, Holz. Diese ganzen Steine hier, die liegen unter Wasser bei Flut. Jetzt ist Ebbe. Wenn man hier auf dieser Insel angekommen ist, entweder geht man
da irgendwo auf Abenteuer irgendwo hin, vielleicht zum Schwimmen oder auf den Felsen. Aber ansonsten hat man nur noch hier die Möglichkeit zu baden, sich zu sonnen. Also hier dieser ganze Strandabschnitt. Aber ansonsten da hinten und so, da kommt man gar nicht hin. Ja, das ist wie gesagt der Mehat Strand. Das ist die Sandbank. Das ist dann die Koma-Insel. Alright. Dann wollen wir zurücklaufen. Vielleicht zeige ich euch mal einen anderen Aussichtspunkt. Weiterer Aussichtspunkt von der 420 Bar. Dieser Ort ist eigentlich beliebt für Sonnenuntergänge. Man hat eine schöne Sicht hier auf den Mehat-Strand, auf die Koma-Insel. Die Sitzkissen kommen schon weg. Man befürchtet das Schlimmste. Wie der Name natürlich schon ahnen lässt, kann man hier natürlich sich auch Cannabis holen. 420 Club. Ich habe da nicht den besten Tag erwischt für eine Videoaufnahme. Aber gut. Dann schauen wir uns hier mal so ein Cannabis-Menü an, was die so haben. Und zwar haben die hier Dark Phoenix für 300 Watt pro Gramm, also 8 Euro. Hier nochmal 8 Euro für den Sour Mango. Es wird auch angegeben, wie viel Sativa und wie viel Indica drin ist und wie viel THC. Also die Auswahl ist riesig. Schaut euch das mal an. Und es geht weiter. Ich werde erstmal gehen. Sonst wären wir hier richtig nass. Da hinten regnet es schon. Und jetzt haben wir den nächsten Aussichtspunkt erreicht, hier in Tansadet, also im Osten der Insel. Das ist hier View to Die For. Das verspricht schon einiges. Schauen wir uns mal die Aussicht an. Hide on High. Let's go. Saudi Grab. Okay. Er möchte nicht aufgenommen werden. Yes. Man soll erstmal bestellen und dann darf man die Aussicht genießen. Ansonsten gucken sich die Leute die Aussicht an und kaufen da nichts. Ne? Eistee am Start. Hallo. Ah, die Schuhe muss man ausziehen. Ja. So ist das hier in Thailand. Und das ist die schöne Aussicht. Wunderschön, ja. Spektakulär. Obwohl es bewölkt ist, ist es trotzdem sehr schön hier. Also, Hide on High, richtig schön. 50 Baht, also 1,25 € und dann gehen wir weiter. Hoffentlich regnet es nicht. So sieht das Ganze dann aus. Und wir gehen weiter. Jetzt wird es richtig steil. Dann noch die Treppen. Puh.
So, jetzt gehen wir wieder runter. Natürlich kann man auch hier Betäubungsmittel käuflich erwerben. Wie so oft hier in Thailand und vor allem hier auf der Insel. Ja, und das war ein weiterer Aussichtspunkt, der hier in Koh Phangan sehenswert ist. Also wenn ihr auf Koh Phangan seid, auf jeden Fall die Top Rock Bar abchecken, den Sonnenuntergang genießen, mit einer Kokosnuss vielleicht. Es gibt für jeden Geschmack etwas. Und so sieht es bei Ebbe aus. Wir sind hier in Hing Kong. Normalerweise kommt das Wasser bis hierhin. Aber jetzt ist es ganz weit hinten. Ja. Ja, das, was wir sehen, ist der berühmte Sand Beach. Hier versammeln sich oft die Menschen, um den Sonnenuntergang zu genießen. Aber wie gestern auch ist das Wetter nicht das allerbeste und deswegen hat man keinen Sonnenuntergang. Aber es ist auch noch schön am Strand zu sein. Hier versammeln sich auch viele Menschen, die Yoga machen oder halt Sport. Da hinten sehen wir Koh Samui. Die Dunkelheit ist schon eingebrochen. Ich bin zurück zu Hause und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das waren aus meiner Sicht die besten Aussichtspunkte hier auf Koh Phangan. Wenn ihr also hier seid, dann checkt diese Aussichtspunkte auf jeden Fall ab. Teilweise sind diese Aussichtspunkte schwer zu erreichen. Also ist das vielleicht nicht was für jeden, aber wer ein bisschen sportlich ist oder sich gut bewegen kann, der kann auf jeden Fall diese Aussichtspunkte genießen. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Aussichtspunkt ihr am besten fandet oder wo ihr vielleicht schon mal wart. Ich würde mich freuen und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, sage bis zum nächsten Video, euer Andrea, Peace out.